Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es endlich mal wieder ein frisches Favoritenvideo. Ihr wisst vielleicht, dass ich nicht so häufig Favoritenvideos drehe, und zwar liegt es einfach daran, dass Produkte mich wirklich überzeugen müssen, bis sie zu meinen persönlichen Favoriten werden. Und das heißt, wenn ihr zurückgeht und euch ältere Favoritenvideos von mir anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr hoch, dass diese Favoriten noch in meinem Leben sind. Aber wenn ich das ein oder andere neue Produkt entdecke, das ich wirklich großartig finde, dann möchte ich das natürlich auch mit euch teilen. Und heute ist sogar ein bisschen Make-up dabei und tatsächlich auch ein Buch. Ich starte mal mit meinem Buchfavoriten, weil ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen möchte, außer dass ich dieses Buch so großartig fand, dass ich mir den zweiten Teil besorgt habe. Und zwar ist es das Lied der Krähen. Und dazu muss ich vielleicht noch erwähnen, dass ich eine Leseliste habe und dieses Buch stand auf meiner Leseliste. Und ich schaue halt immer wieder mal, ob es die Bücher, die mich interessieren, gebraucht irgendwo günstig zu kaufen gibt. Das habe ich mir sozusagen vor einiger Zeit gebraucht besorgt und habe es in mein Zu-Lesen-Regal getan. Und als ich dann sozusagen immer weiter vorangeschritten bin auf meiner Leseliste, bin ich zu diesem Buch angelangt und ich habe es so, so gerne gelesen. Es ist so dermaßen spannend. Also es handelt sich um einen Fantasy-Roman und es gibt eben auch noch einen zweiten Teil dazu. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen, dass ich mir den zweiten Teil gebraucht gekauft habe und den aktuell auch lese. Ich mag einfach das Universum. Ich mag, dass ich auch noch so einen Hauch von Realität in dieser Geschichte sehen und spüren kann, weil ich persönlich kein allzu großer Fan bin von Fantasy, die zu abgedreht ist. Also ich mag es einfach, wenn man, keine Ahnung, noch ein bisschen Realität irgendwo in der Geschichte spüren kann. Ich mag das auch nicht, wenn die Figuren in solchen Fantasy-Büchern alles können und gar keine Schwächen haben und sich immer irgendwie rauswinden können. Das Gefühl hatte ich bei den Charakteren hier nicht und deswegen hatte ich wirklich wahnsinnig viel Spaß dabei, dieses Buch zu lesen und fand es auch wirklich extrem spannend. Was Make-up betrifft, habe ich heute gar nicht so viel zu bieten, außer vielleicht dem, was ich auf den Augen trage. Das ist ein brauner Lidstrich, den ich mit Lidschatten gezogen und ausgefüllt habe, und dann habe ich hier und dort gelbe Akzente gesetzt. Das ist einfach ein Look, den ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne trage und der für mich vergleichsweise schnell von der Hand geht und den ich auch ja easy peasy irgendwie immer wieder neu kreieren kann, zum Beispiel mit anderen Farbakzenten. Und da habe ich jetzt nichts parat, das ich euch irgendwie zeigen könnte, weil ich mir dafür keine neuen Produkte gekauft habe, sondern einfach das verwendet habe, das ich bereits besitze. Und falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr schon die ein oder andere Variation von diesem Look gesehen, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, weil ich auch einfach finde, dass so ein Lidstrich, der aus Lidschatten besteht, deutlich, deutlich mehr verzeiht im Vergleich zu einem flüssigen schwarzen Eyeliner. Ich habe trotzdem noch ein Make-up-Produkt am Start, das ich in den USA entdeckt und lieben gelernt habe. Und zwar ist es das Essence Pure Nude Baked Blush. Und ich wünsche mir sehr, dass Essence das auch in unsere Theken mit reinbringt, denn das ist ein großartiges Produkt. Also wirklich nicht nur für Drogerieverhältnisse ein großartiges Produkt, sondern an sich ein großartiges Produkt, und für mich ist es auch unvorstellbar, dass das so günstig ist. Denn wenn man bedenkt, dass Rare Beauty auch so ein bisschen was Ähnliches gelauncht hat, dann zeigt das ja auch, dass das momentan so ein bisschen im Trend ist und auch interessant ist. Deswegen denke ich, dass für dieses Produkt auch hier eine gewisse Zielgruppe existiert. Nur, dass das einfach deutlich günstiger ist im Vergleich zu Rare Beauty, denn ich habe das Produkt von Rare Beauty und ich finde, wenn man beide direkt nebeneinander aufträgt, dann sieht man keinen allzu großen Unterschied. Ich liebe dieses Blush vor allem, wenn ich gar kein Make-up trage, denn diese Baked Blushes funktionieren auch wunderbar
ohne dass man darunter Make-up drauf hat, ohne dass man abgepudert hat. Es lässt sich wunderbar verblenden, es sieht richtig, richtig schön aus. Es hat zumindest für meine gering pigmentierte Haut die perfekte Pigmentierung. Es ist nicht zu viel, es lässt sich gut aufbauen und selbst wenn man das aufbaut, dann ist der Glow nie zu viel. Ich trage das nämlich immer am liebsten direkt hier auf meine Bäckchen auf und dadurch sehen die dann immer noch besonders saftig aus, aber ohne dass es halt zu schwartig oder zu glowy wirkt oder zu overblushed aussieht. Ich trage das Blush von Essence auch gerade und hoffe, dass ihr das halbwegs durch die Kamera sehen könnt, wie wunderschön das aussieht. Ich finde es einfach richtig, richtig toll, dass die Haut noch so dezent durchscheint, dass man so einen leichten, fast schon saftigen Glow auf den Wangen hat, aber zeitgleich auch diesen Hauch von Farbe bekommt. Kommen wir zu meinen Hautpflegefavoriten und ein Produkt, das ich euch keineswegs vorenthalten möchte, sind diese Spot Patches von Skinfood. Mir hat meine liebe Freundin Isa ein Päckchen zum Testen mitgegeben und ich muss echt sagen, dass ich restlos begeistert sind. Die sind zum einen vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich großartig und sie halten auch ausgesprochen gut auf der Haut. Ich hatte in den letzten Tagen wirklich genug Gelegenheiten, diese Spot Patches zu testen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier noch sehen könnt, aber ich wurde von irgendwas gestochen und das ist arg angeschwollen und ich musste da irgendwas drüber kleben, damit ich nicht in Versuchung gerate, daran rumzukratzen, denn mit der Skin Picking Disorder sind solche Hautveränderungen ja immer so ein gewisses Risiko. Deswegen kam mir es wirklich gelegen, dass ich diese Packung da hatte. Es gibt verschiedene Größen, es gibt ganz kleine, mittelgroße und ganz große. Ich habe vor allem die ganz großen auf die Stelle draufgeklebt, weil es in dem Fall einfach angebracht war. Und ich muss wirklich sagen, dass die richtig, richtig gut gehalten haben. Also im Vergleich zu anderen Pickel oder Spot Patches, die ich ausprobiert habe. Also ich hatte die von CosRX, ich hatte die von VT, glaube ich, heißt die Marke, die mit dem Tiger. Die haben auch nicht so gut gehalten. Ich konnte da auch nicht wirklich Make-up drüber machen, weil die sofort oder ja, so nach ca. 15 Minuten wieder abgerollt sind. Also die sind so ganz leicht abgegangen und dann waren sie innerhalb von 30 Minuten komplett ab. Und hier ist die Haltbarkeit ausgesprochen gut, vor allem im Vergleich zu den anderen Spot Patches, die ich getestet habe. Die gibt es übrigens bei YesStyle. Falls ihr dort bestellen solltet, nutzt sehr, sehr gerne meinen Code, weil ich dadurch auch noch ein kleines bisschen Provision erhalte und diese Provision wieder dafür nutzen kann, weitere Produkte auszuprobieren. Ich kann mir den Sommer ohne den Sarah Intensive Barrier Toner von Bar gar nicht mehr vorstellen, weil ich den wirklich, seitdem ich den habe, nahezu jeden Tag verwendet habe. Egal ob morgens oder abends, denn dieser doch eher milchige Toner, also es ist eine ganz leichte Emulsion, ist so dermaßen angenehm auf der Haut und wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich ein riesengroßer Fan vom Toner Layering bin, also dem Schichten von verschiedenen Tonern, anstatt halt Toner, Serum, Creme und was weiß ich alles zu benutzen, trage ich verschiedene Toner mit möglichst unterschiedlichen Konsistenzen auf, weil es einfach so dermaßen angenehm ist und meiner Haut den ultimativen Feuchtigkeitskick gibt und die Haut sogar dezent pflegen kann, ohne dass das Ganze zu überladen ist. Ich habe auch ein Video zum Toner Layering gemacht, verlinke ich euch unten in der Infobox, dann könnt ihr da sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und dieser Toner ist hervorragend geeignet für das Toner Layering, weil er nicht komisch mit anderen Produkten interagiert, er lässt sich wunderbar verteilen, er hat fast schon eine wässrig serumartige Konsistenz, die man aber immer noch wunderbar mit den Händen auftragen kann. Und für mich ist das einfach mal so ein Stück weit Wellness, wenn ich diesen Toner benutzen kann, weil der einfach so dermaßen angenehm auf der Haut ist und weil ich auch tatsächlich das Gefühl habe,
dass er meiner Haut etwas zurückgibt. Also wenn dieser Füllstand kein Beweis dafür ist, wie sehr ich dieses Produkt liebe, dann weiß ich auch nicht. Denn die Brightening Capsule Ampoule von SkinChonsa gehört definitiv zu meinen Favoriten von dieser Marke. Ich habe mir auch vorgenommen, alle parfümfreien Produkte von SkinChonsa zu testen und eine Art Ranking zu machen. Und ich sage euch, dieses serumartige Produkt wird in den oberen Plätzen auftauchen, weil das eins der wenigen Produkte ist, bei dem ich auch tatsächlich einen Effekt sehe. Also es gibt viele Skincare-Produkte, die ich getestet habe und nur einige davon hatten auch einen wirklich sichtbaren, positiven Effekt auf meiner Haut. Klar, gibt es auch welche, die haben einfach ein schönes Feeling, die haben eine tolle Performance und die ich auch aufgrund dessen mag, aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man das ein oder andere Produkt hat, zu dem man auch einen gewissen Effekt zuweisen kann. Und das hier teste ich schon so lange, dass ich sagen kann, dass dieses Produkt definitiv einen positiven Effekt auf meine Haut hat, denn ich habe einfach das Gefühl, dass es extrem beruhigend wirkt, dass es reizlindernd wirkt und dass es dabei hilft, dass zum Beispiel Entzündungen, wie zum Beispiel Pickel, ein bisschen schneller abheilen, denn hier ist genau die richtige Konzentration an Niacinamid drin, die meine Haut so liebt, und zwar 4%. Und das Einzige, was ich nicht so gern daran mag, sind diese kleinen Kügelchen, die da drin enthalten sind, weil man einfach beim Verreiben so ein bisschen das Gefühl hat, dass die eine Weile brauchen, bis die sich aufgelöst haben. Also es ist keineswegs so, dass sich das wie mechanisches Peeling anfühlt, aber ich persönlich hätte auf diese Kügelchen verzichten können. Ich hatte es ja bereits angekündigt, dass ich das Benton Vitamin C Serum noch ein bisschen länger testen möchte, bevor ich ein abschließendes Fazit abgebe. Und here we are, es ist in meinen Favoriten drin, denn ich glaube, dass dieses Vitamin C Serum wahrscheinlich eins der besten Vitamin C Serien ist, also zumindest für mich persönlich, denn ich habe wirklich super viele Vitamin C Serien ausprobiert. Ich brauchte auch keine weiteren Empfehlungen, vor allem für wasserbasierte Vitamin C Serien, die Ascorbinsäure enthalten, weil ich persönlich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit meiner super empfindlichen Haut nicht so gut mit rein wasserbasierten Vitamin C Serien zurechtkomme. Zum einen, weil einfach der pH-Wert dieser Serien recht niedrig ist und das ist nicht gleichermaßen für jeden Hauttyp geeignet, und zum anderen, also was mich persönlich auch stört, dass diese Produkte sehr, sehr schnell instabil geworden sind. Also manche haben nicht mal 2 Monate durchgehalten, und wenn man bedenkt, dass ich sie auch im Kühlschrank gelagert habe, natürlich konnte ich sie nicht so regelmäßig benutzen, weil die Verträglichkeit nicht gegeben war, aber ja, wenn man so 60 € für ein Vitamin C Serum ausgegeben hat oder sogar noch mehr, dann ist das echt eine Schande, und deswegen bin ich so froh, dass ich dieses Produkt ausprobiert habe, denn ich war anfangs knauserig, ich wollte nicht so viel Geld dafür lassen, und als ich gesehen habe, dass es bei YesStyle im Angebot ist, habe ich zugeschlagen und ich habe es bis heute nicht bereut. Denn dieses Vitamin C Serum, das 20% Ascorbinsäure enthält, ist wasserfrei, lässt sich wunderbar auf der Haut verteilen. Also es fühlt sich zwar ein bisschen ölig an, weil hier PDO enthalten ist, aber ich finde, es ist immer noch angenehm und ja, definitiv erträglich, und ich sehe auch tatsächlich einen Effekt. Also ich finde, dass mein Teint gleichmäßiger geworden ist, und schon allein dadurch, dass ich das so wunderbar vertrage, habe ich mein Geld auf jeden Fall richtig, richtig gut investiert. Und zum Schluss habe ich noch eine Sonnencreme-Empfehlung am Start, denn die Sundance Kids Sonnenmilch wurde ja klammheimlich umformuliert, beziehungsweise hat man sich eine neue Rezeptur gesucht, die auch von anderen Marken verwendet wird, aber das Ganze wurde einfach in genau die gleiche Verpackung gesteckt, und das ohne jeglichen Hinweis für die Kundschaft. Und ich bin selbst jemand, der eine Duftstoffallergie hat, deswegen kann ich auch zu 100% nachvollziehen, dass man keine Kompromisse eingehen möchte, was die alte Rezeptur betrifft, denn es gibt ja noch
weitere Kontaktallergene. Also wenn man mit einer empfindlichen Haut oder ganz allgemein einfach ein Produkt gefunden hat, mit dem man zurechtkommt und dann wird die Rezeptur komplett über den Haufen geworfen, ja, dass man dann keinen Bock hat, was komplett Neues zu testen und das Risiko einzugehen, eventuell irgendwie negativ auf diese neue Rezeptur zu reagieren. Deswegen habe ich mich auf die Suche begeben nach möglichen Alternativen und das hier ist tatsächlich eine der günstigsten. Und zwar ist es das Today Sun Sensitive Sonnenbalsam. Das ist die Rewe Eigenmarke und hier kostet der Liter, glaube ich, 2,45 €. Ich habe auch beide Produkte, also die Sundance Kids Sonnenmilch und dieses Sonnenbalsam direkt nebeneinander verglichen, denn ich habe noch eine alte Version von der Sundance Kids da und muss sagen, dass ich keine nennenswerte Unterschiede bezüglich der Performance feststellen konnte. Klar sind jetzt beide Sonnencremes vom Tragekomfort, vom Feeling jetzt nicht unbedingt das Beste vom Besten, also man kann es jetzt nicht gleichsetzen mit einem Isntree Sun Gel oder mit dem Skin Chonsa Sun Serum oder sowas. Aber wenn man wandern ist, wenn man weiß, man ist lange draußen unterwegs oder man ist halt auch lange mit seinen Kindern oder so unterwegs und muss die immer wieder einschmieren, dann ist solch eine große Flasche zu einem doch recht günstigen Preis schon sehr vorteilhaft. Ich habe die auch beim Wandern zweimal neu auftragen können. Beim dritten Mal hat sich alles komplett abgerollt. Also da war für mich dann die Grenze. So zweimal neu auftragen und beim dritten Mal krümelte alles von der Haut. Das muss man dann im Hinterkopf behalten, dass beim erneuten Auftragen es eben passieren kann, dass da solche Krümel entstehen und dass das Produkt sich nicht mehr so schön und gleichmäßig verteilen lässt. Dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, die Überreste von der alten Sonnencreme mit vielleicht so einem nassen Tuch runterzunehmen und das Ganze neu aufzutragen. Aber trotzdem ist das ein großartiges Produkt, eine tolle Alternative zu der Sundance Kids Sonnenmilch mit genau der gleichen Zusammensetzung, den gleichen UV-Filtern und selbstverständlich komplett parfümfrei. Das waren sie, meine Skincare-Entdeckungen und Favoriten. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat und ja, euch vielleicht sogar ein bisschen inspiriert hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst oder vielleicht einen Kommentar schreibt. Ihr könnt auch gerne eure aktuellen Favoriten mit der Community teilen und noch cooler wäre es, wenn ihr das Video teilen würdet, weil genau das mir und meinem Kanal extrem auf die Sprünge hilft und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!